Lang habe ich drauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit. Hier steht sie, die Behringer Wing Compact, bei mir zu Hause im Studio. Und was die alles kann, das schauen wir uns die nächsten Folgen an. Und heute starten wir mit einem Review, Hardware und Software. Ich sag, los geht's, viel Spaß! Ja, liebe Audio-Engineers, liebe Mixing-Freunde, diese Folge heute markiert eigentlich einen Meilenstein der Bastis Bassstunde. Denn zum allerersten Mal ist es heute so, dass wenn ich über die Behringer Wing spreche, dann rede ich nicht über meine graue Full-Size, mit der ich die letzten 5 Jahre unterwegs bin, sondern dann rede ich jetzt heute über dieses Prachtstück hier, die Behringer Wing in der Kompaktversion. Kompakt ist sie allemal, wie ihr seht, und wir schauen uns heute mal genau an, wie die Hardware gestaltet ist. Wir werfen mal einen Blick in die Software, in den Aufbau, und wie ich es gerade schon angekündigt habe, das wird heute nicht die einzige Folge sein, die ich zur Behringer Wing Kompakt drehe, denn ich plane neben diesem Review heute auch noch eine Mixing-Session zu machen und weitere Zusatzepisoden. Damit ihr diese alle nicht verpasst, empfehle ich euch unbedingt meinen Kanal zu abonnieren und die Notifications, also die Glocke anzuschalten, und dann kriegt ihr auf jeden Fall alle Folgen mit, die sich um die Behringer Wing Kompakt drehen. So, und jetzt schauen wir uns das Pult mal im Detail an. Was bekommt ihr denn alles, wenn ihr euch die Behringer Wing Kompakt holt? Ja, also diesmal liegt ein bisschen mehr bei. Ich habe es mal hier vorbereitet. Natürlich gibt es wieder den Quickstart Guide. Den kann man auch online auf behringer.com herunterladen. Dann im Vergleich zur Behringer Wing in Grau, wie man sie früher bestellen konnte, ist jetzt eine Staubschutzhülle dabei. Die gab es vorher noch nicht. Und neben dem Stromkabel gibt es dann auch noch diese Rack-Schienen inklusive Schrauben. Und wir werfen jetzt gleich mal einen Blick näher auf die Hardware vom Pult, und da zeige ich euch gleich, wie man diese Rack-Schienen auch montieren kann. Hier an der Seite sieht man jetzt recht schön, dass wir hier verschiedene Gewindegänge, Gewindebohrungen haben, eben um diese Rack-Schienen zu montieren. Bei den Rack-Schienen dabei liegen extra solche Schräubchen. Ich hoffe, dass man das hier ein bisschen sieht. Also das sind hier solche Flachkopfschrauben. Und die sind extra dafür gedacht, dass man eben nicht zu viel Auftrag hat hier auf dem Blech, sodass man die kompakt auch schön ins Rack montieren kann, ohne dass die links und rechts mit den Schrauben hängen bleibt. Die Rackschienen liegen 2 Stück bei, und die kann man jetzt hier eben auf verschiedenste Art und Weise montieren. Man sieht hier, dass die auch so Durchbrüche haben an den Stellen, wo eben schon Schrauben in der Wing sind, also die Gehäuseschrauben. Und man könnte die jetzt zum einen so montieren. Würde ich die jetzt so montieren, dann könnte ich die Wing komplett flach irgendwo in ein Rack einsetzen. Für alle die quasi die Wing flach einsetzen wollen. Für alle diejenigen, die sagen, naja, die Wing hat ja eine super geile Form, bedienerfreundlich, die könnten theoretisch auch die Rackschiene auch hier unten montieren. Dann sieht man, dann würde eben diese Winkelform oben auf dem Case noch vorhanden sein. Also der Winkel wäre noch vorhanden. Und für alle, die es noch ein bisschen höher mögen, die könnten theoretisch auch die Rackschiene 180 Grad drehen nochmal, dann hat man noch mehr Auftrag. Wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause im Homestudio wäre und würde sich hier einen Desk bauen, könnte man quasi in den Desk die Wing einlassen, indem man die Rackschiene hier so montiert, und dann hätte man auf dem Desk noch eben diese geneigte Form. Oder man sagt, okay, ich würde sie gern ganz einbauen, oder ich würde sie komplett versenken, dass sie nur noch hier oben dieses Behringer zu sehen ist, dann würde sich diese Montage eignen. So, also soweit ganz gut. Das heißt jetzt auch, dass die Wing Kompakt in der Breite zu 100% 19 Zoll fähig ist. Schauen wir uns mal die Rückseite vom Pult an, das Patchfeld, was wir für Anschlüsse haben. Das ist jetzt also die Wing von hinten. Wir haben natürlich hier oben diese ganz normale Beleuchtung, wie wir es ja auch in der Full Size haben. Und darunter haben wir jetzt die ganzen Anschlüsse, das Patchfeld. Hier oben ist ein Kopfhöreranschluss verbaut. Einen zweiten Kopfhöreranschluss gibt es auf derselben Seite vom Pult auf der Vorderseite. Dann haben wir hier links oben im Eck den GPIO-Anschluss. Mit dem kann ich irgendwelche Switches schalten. Ich könnte zum Beispiel das Licht im Saal ausschalten über die Wing. Darunter haben wir MIDI-In und MIDI-Out. Soweit nichts Besonderes. Hier unten haben wir jetzt Control Audio Network. Das heißt, einen USB-Port, mit dem ich auf die Wing zugreifen kann. Einmal für die Soundkarte und natürlich auch auf die internen Verzeichnisse. Und daneben habe ich 2 RJ45 Boards. Die dienen dem Controlling der Wing,
Aber wenn ich intern ein Dante-Modul verbaut habe zum Beispiel, dann kann ich hier auch Dante auf beiden Ports abgreifen. In dem Fall habe ich sogar ein Dante-Modul verbaut. Das heißt, ich habe jetzt hier auf beiden Ports die Dante-Kanäle anliegen. Dann haben wir 3 AES-50 SuperMac Ports. Das kennen wir schon von der großen Schwester, von der Full-Size Wing. Hier kann ich jeweils 48 Kanäle bidirektional hin und her schicken. Das heißt, ich kann hier gleichzeitig 144 Kanäle empfangen und ich kann gleichzeitig 144 Kanäle aus der Wing rausschicken. Hier haben wir Stage Connect. Stage Connect ist ein neues Format von Behringer. Hier kann ich über eine XLR-Leitung 32 Kanäle bidirektional hin und her schicken. Gedacht ist das Ganze für eine 110 Ohm Leitung, funktioniert aber auch mit einer kurzen normalen XLR-Leitung. Aber mit 110 seid ihr auf jeden Fall, also mit 110 Ohm seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann, was auch cool ist, hier haben wir voll routbare Digital Audio AES EBU Schnittstellen, also Stereo Out und Stereo In. Und ich kann hier auch externe Signale, also wenn ich mir zum Beispiel meine Mastersumme von einem FOH-Pult über einen AES-50-Port hierher schicke, dann kann ich mir diese Mastersumme durchrouten auf AES EBU und kann den gleich digital an die Amps übergeben. Das heißt, wenn ich einen AES EBU-fähigen Controller im Amping Rack habe, dann kann ich dem sein Signal hier gleich digital übergeben. Hier drüben haben wir dann den Expansion Slot. Der ist standardmäßig ausgerüstet mit der WingLive-Karte. Das heißt, ich kann hier 64 Kanäle Multitrack aufnehmen und Multitrack abspielen. Für virtuelle Soundchecks zum Beispiel eine super geile Erweiterung und ist standardmäßig beim Pult dabei, kostet keinen Aufpreis. So, und dann haben wir das Allerwichtigste für ein Mischpult, nämlich die Inputs und die Outputs. Und ihr seht, hier hat Behringer ganz schön was reingepackt. Wir haben hier nämlich 24 Inputs, jeweils als Combo-Boxen ausgeführt. Das heißt, ich kann Klinke oder XLR draufstecken. Beim X32 Kompakt und auch beim M32R, da hatten wir nur 16. Die meisten Bands haben hier immer noch eine externe Stagebox dazu gebraucht, weil eben 16 Kanäle für eine vollwertige Band, wenn man bedenkt, dass Schlagzeug schon 8 oder 10 Kanäle belegt, bisschen wenig ist. Jetzt haben wir hier 24 und das wiederum würde einigen oder sogar vielen Bands reichen. Wenn ich davon ausgehe, dass ich 10 Kanäle Schlagzeug habe, dann einen Kanal Bass, dann könnte ich theoretisch 4 Kanäle für Gitarren verbrauchen, 2 Kanäle für Keyboard und hätte dann immer noch genügend Platz für Microphones etc. Und was man auch immer wieder dazu sagen muss, wenn ich heute über einen Laptop an einer Behringer Wing oder auch an einer X32 Konsole mein Playback, also Klicksignal, Playback-Signal, Sequencer-Signal, Samples abschieße, dann kann ich theoretisch einfach diesen USB-Port und somit die Konsole als externe Soundkarte verwenden und brauche dann nicht mal Inputs oder Outputs belegen, sondern kann mir das intern digital routen. Das finde ich jetzt richtig geil und ich habe mich auch mit den Entwicklern von Behringer zu dem Thema unterhalten und die sagen halt ganz bewusst, ja, die große Behringer Wing war immer als FOH-Konsole gedacht, deswegen gibt es dort auch nur 8 Inputs, also 8 analoge Inputs, weil das meistens reicht. Und diese Konsolen, die jetzt rausgekommen sind, sowohl die Kompakt als auch die Wing Rack, sind eben speziell dafür gedacht, dass man sie an die Bühne stellt und deswegen bieten die hier auch wesentlich mehr Inputmöglichkeiten. Ja, und wir haben 8 Outputs. Die sind in den meisten Fällen auch ausreichend. Wenn man natürlich jetzt 8 Monitore auf der Bühne hat, plus analoge PA-Signale, dann sind sie nicht ausreichend. Aber dann kann man auch überlegen, bevor man eine teure Stagebox kauft, ob man nicht einfach eine Stage Connect Erweiterung sich kauft. Eine Breakout-Box gibt es von Midas. Und dann hat man die Signale eben auf dieser Stage Connect Box. Wenn wir gerade über das Thema Inputs am Pult reden, da gibt es ja eine Sache, da wird immer heiß diskutiert. Nämlich, welche Preamps sind denn jetzt in der Behringer Wing verbaut? Und da habe ich nachgefragt, das weiß ich von der Entwicklung jetzt. Es sind alles dieselben. Sowohl die Midas M32 als auch die Midas Pro Serie. Dann die Stageboxen DL32, DL16, DL251 und die Behringer Wingflotte haben alle die gleichen Preamps verbaut. Einzig das X32, die S16 und die S32, die haben andere Preamps drin. Das sind aber auch nicht mehr die gleichen wie zu Go Live Zeiten, da hat sich auch einiges verändert. Aber alle Midas und alle Behringer Wingpulte haben die gleichen Preamps. Das ist ganz wichtig zu wissen und das ist so bestätigt von der Entwicklung. Das ist nicht erfunden von mir. Auf der Oberfläche wirkt das Pult jetzt ziemlich strukturiert, ziemlich aufgeräumt, während so eine Wing Full Size den einen oder anderen schon erschlagen kann mit den ganzen Knöpfen und Parametern, hat man sich hier jetzt wirklich auch auf das Wesentliche beschränkt.
An der Seite können wir hier links auswählen, was wir eben auf den Fadern in der mittleren Bay hier haben wollen. Also die Kanäle 1 bis 12 zum Beispiel, oder ich mache mal hier, oder die Kanäle 13 bis 24, 25 bis 36 oder 37 bis 48. Dann die Busmaster, die Main Matrix, DCA-Gruppen und eben auch die zwei User Base, die wir aus der Full-Size Wing kennen. Und hier unten auf den beiden Tasten kann ich dann eben noch durchswitchen. Das heißt, wenn ich mir die Busse anschaue, ich habe ja hier nur 12 Fader, habe aber 16 Busse, dann könnte ich jetzt hier eben auf die nächste Seite springen. So, das Ganze kann ich mir natürlich auch in der Software hier oben wieder beliebig belegen, so wie ich das auch bei der Full Size kann. Da schauen wir uns aber gleich noch an. Ja, hier auf der rechten Seite hat sich ein bisschen was geändert, nämlich diese Main Section, beziehungsweise diese Section mit dem Master Fader hier. Ihr seht, hier oben kann ich auswählen zwischen Bus, DCA, Main Matrix und User. Und je nachdem, was ich hier jetzt anwähle, wird eben nochmal als Untermenü hier auf das Display gelegt. Also sprich, wenn ich hier auf Bus klicke, dann seht ihr jetzt, beziehungsweise ich hoffe, dass man es sieht ein bisschen, dass ich eben hier im Display jetzt angezeigt bekomme, welcher dieser Buttons hier welchen Bus anspricht. Im Moment habe ich jetzt Main 1 hier auf dem Fader. Würde ich jetzt hier auf die 1 drücken, dann hätte ich jetzt Bus 1 auf diesem Fader. Das heißt, ich sehe hier gleich die jeweilige Bus Master Lautstärke und es springt automatisch die Fader Bay hier auf den Send-on-Fader-Modus. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, Bus 1 ist jetzt der In-Ear-Monitor vom Drummer. Wenn ich jetzt auf Bus, also den musste man natürlich auch ein bisschen anmachen und die Kanäle auch anschalten. So, würde ich jetzt auf Bus 2 springen, dann wäre ich eben auf einem anderen In-Ear-Weg. Wenn ich nochmal drauf drücke, dann bin ich wieder raus und bin jetzt wieder in meinem Main-Weg. Ihr seht das auch, weil dieser eine Fader, den habe ich eben nur im Main hochgeschoben. Das erinnert mich jetzt so ein kleines bisschen an diverse Apps und PC-Applikationen, wo eben diese Busse rechts im Bildschirm neben dem Masterbus anwählbar sind. Und immer wenn ich einen dann anklicke oder in dem Fall anwähle, dann ist das Pult gleich im Send-on-Fader-Modus und ich kann den nachstellen. Für Monitor-Mischen ist das natürlich optimal, weil der Monitormann, der braucht hier bloß gucken, man kann die natürlich hier schön beschriften in dem Display und der braucht bloß gucken, welchen Bus brauche ich und kann dann dementsprechend hier einfach einmal anwählen und kriegt dann sofort seine Gesamtlautstärke und seine Sense und Fader. So, ich gehe wieder zurück auf Main. Das gleiche gilt jetzt natürlich auch für DCA-Gruppen. Wenn ich die DCA 1, 2, 3 oder 4 oder wie auch immer bis zu 16 anwähle, dann würde er auch hier gleich nur die Fader oder die Kanäle auflegen, die eben Inhalt dieser DCA-Gruppe sind. Gleiches gilt für Main Matrix. Jetzt habe ich ja im Moment standardmäßig den Main 1 hier angewählt. Ich kann aber natürlich auch den Main 2 wählen, den Main 3, den Main 4 und ja, mehr wie 4 Mains gibt es nicht. Und da unten habe ich die Matrizen dann. Ja, also die oberen 4 Buttons sind für die Mains und hier unten habe ich die 8 Matrizen, die das Pult liefert. Und zum Schluss haben wir hier noch einen Bereich User und im Bereich User kann ich mir hier wieder CC-Buttons anlegen. Wenn ich jetzt hier im Setup bin, ihr seht es schon, dann haben wir hier oben im Eck eben diese CC-Edits. Ich mache die mal auf und bei diesen CC-Edits kann ich mir jetzt hier, und zwar ist das der Bereich, das ist wichtig, User. Hier oben sieht man es im Eck, U1, 2, 3, 4 und ja, 1, 2, 3, 4, genau. Und diesen Bereich 1, 2, 3, 4, den kann ich mir jetzt hier festlegen, was ich auf diesen User-Buttons hier haben will. Und das macht natürlich jetzt ziemlich viel Sinn, denn ich habe ja anfangs schon erwähnt, wir haben hier nicht mehr alle Buttons und Controller drauf, die wir auch auf der Full Size haben. Und die wichtigsten würde ich mir aber trotzdem immer hier auf die User-Buttons legen. Zum Beispiel Show Control. Show Control wichtig. Dazu finde ich hier auch entsprechend eine Page. Und ich könnte jetzt hier Scene Go zum Beispiel, dann Show Control Next Scene und Show Control Previous Scene. Die könnte ich mir jetzt hier drauflegen. Und wenn wir jetzt kurz mal auf dieses Display da unten schauen, dann sehen wir, dass eben auch die Buttons jetzt mit der Show Control belegt sind. Ich könnte jetzt auf den nächsten Button auch zum Beispiel hier einen Mute-Button drauflegen. Die gibt es ja auch hier. Mute Groups, zum Beispiel Mute Group 2. Und wenn ich jetzt wieder an den Button schaue, dann sehe ich, dass hier eben auf dem Button 4 auch die Mute Group 2 jetzt drauf liegt. Und außerdem, was auch immer wichtig ist, FX-Parameter, zum Beispiel
ja, ich habe jetzt noch keinen FX geladen, aber einen entsprechenden Tab-Taster könnte ich mir hier auch nach unten legen. Das zeige ich euch aber dann, wenn wir das erste Mal mit der Kompakt einen Song mischen, wie das funktioniert. So, also so viel gibt es jetzt eben da unten zu sagen zu dieser neuen Sektion hier, zu dieser Master-Sektion. Hier oben haben wir dann noch von links nach rechts gerutscht, eben den Talk-Level, den Phones-Level, den Monitor-Level. Ich kann hier Talk A oder Talk B anwählen, das hat man ja vorher auf der linken Seite. Ich kann hier den DIM anwählen, dass eben mein Kopfhörersignal entsprechend zurückreduziert wird, wenn ich hier drauf drücke. Und ich kann das Kopfhörersignal hier Mono schalten. Und wenn ich auf den View-Button drücke, dann komme ich ganz normal in dieses Menü, wie schon immer. Was von der Rückseite jetzt auf die Vorderseite gewandert ist, ist dieser Anschluss für eine Lampe fürs Pult. Bei der Behringer Wing befindet sich dieser Anschluss auf der Rückseite. Jetzt hier bei der Behringer Wing Kompakt befindet sich der Anschluss für die Lampe eben hier oben. Ja, und das war es eigentlich schon mit der Oberfläche. Ich sage ja, auf das Nötigste reduziert. Wir haben die Displays noch hier, wir haben die ganz normalen Select, Solo und Mute Buttons hier und die Pegelanzeigen für die Kanäle. Jetzt machen wir abschließend noch einen kurzen Walkthrough durch die Software. Es ist immer so, dass hier oben links eben dieser Home-Button ist und der bringt mich immer im jeweils unten angewählten Channel auf die Home-Seite. Hier habe ich Übersicht über Overview, ich kann hier ein Icon Color verändern, ich kann hier den Namen des Kanals verändern, ich kann hier Tags vergeben. Zum Beispiel die Mute Group wird hier als Tag mit aufgeführt oder auch die DCA Group ist hier immer als Tag mit dran. Dann sehe ich den Input auf einen Blick und ich sehe auch, was ich gerade für Inserts bzw. Plugins aktiv habe und ich sehe auch, wo der Channel Fader steht. Ich kann den hier auch verstellen. Ich sehe hier unten die Mains, wohin der Kanal eben gerade geroutet ist und ich sehe hier auch eine Übersicht über den Equalizer. Wenn ich da jeweils drauf tippe, ihr habt schon gesehen, dann öffnet sich das. Ich kann hier auch den Gain verstellen vom Kanal und. Also das alles habe ich in der Home-Seite. Das ist eine Übersichtsseite. Wenn ich jetzt hier durchgehe, die einzelnen Menüs in dem Home-Bereich, dann sehe ich eben, dass ich hier noch mehrere Möglichkeiten habe. Ich habe hier meinen Trim noch mit drin, ich habe hier mein Delay für den Kanal, ich kann hier die Filter, High Cut, Low Cut ein- und ausschalten. Dann als nächstes habe ich meinen Gate-Slot. Da lade ich logischerweise ein Gate rein, ich kann hier aus verschiedenen Wählen. Ich kann euch mal oben im Eck ein Video verlinken, da habe ich alle Effekte und Gates und Kompressoren, die das Pult hat, mal durchgetestet. Dann könnt ihr euch die alle mal anhören. Hier habe ich den Equalizer, dann kommt der Kompressor-Slot. Dann kommt ein freier Insert-Slot und zwar Pre-Fader, das sehe ich an der blauen Linie hier. Den kann ich hier anschalten und mir einen entsprechenden Effekt-Slot auswählen. Im Moment habe ich noch keine Effekte geladen. Das machen wir dann, wenn wir mal auf der Konsole miteinander einen Song mischen. Dann laden wir hier was rein. Hier unten habe ich einen Post-Fader Insert-Slot. Dann habe ich den Main-Slot. Da stelle ich ein das Panorama und die Breite kann ich auch wählen, also die Stereobreite und auf welche Mains dieser Channel eben geschickt wird. Im Moment nur auf Main 1, ich könnte aber auch hier die anderen anmachen. Jetzt wird er auf alle 4 Mains geschickt. Und ganz zum Schluss habe ich noch die Sense Section. Hier gibt es nochmal einen extra EQ, der sich auf den Tab auswirkt. Den Tab Point selbst kann ich hier wählen. Der Tab Point sagt quasi, wo in dieser ganzen Kette meine Monitorwege oder meine Sendwege für den Bus abgegriffen werden. Und ich habe hier die Übersicht, was gerade in welcher Lautstärke auf welchen Bus geschickt wird. So, das hat jeder Home-Kanal. Darunter habe ich dann den Effektskanal. Ich habe hier 8 Premium-Effekt-Slots und 8 Standard-Effekt-Slots. Ich kann Standardeffekte, die sind hier alle mit drin. Hier sieht man es, also man hat eine riesen Auswahl an Effekten. Wie gesagt, schaut euch das Video nochmal an, da sind die alle schon mal mit drin und da habe ich die alle mal durchgetestet. Man kann also hier die Effekte auswählen und ja, kann die dann entsprechend verlinken, genau bei Effekts. Ich habe 16 Slots, wie gesagt, ich kann 16 Standardeffekte wählen oder eben 8 Premium und 8 Standardeffekte. Drunter habe ich die Meters-Anzeige, wie gewohnt auch schon beim X32, beim M32. Hier sehe ich alle Channels und das Metering dazu. Darunter dann das Routing. Hier kann ich festlegen, welcher Channel welchen Input kriegt. Hier kann ich bei Sources hier oben festlegen, welche Source oder beziehungsweise welcher Eingang vom Pult wie heißt oder wo der herkommt und was der ist. Hier kann ich Phantomspeisung anschalten und. Und ich kann hier die Outputs festlegen, also welcher interne Bus oder welche Matrix oder welcher Main-Kanal auf welchen physischen Ausgang gesendet wird. Dann hier drunter die Setup-Page mit vielen allgemeinen Einstellungsmöglichkeiten und hier oben kann ich auch diese Custom Controls editieren.
Und hier sehe ich jetzt auch meine Firmware. Also wie gesagt, ich habe hier die Firmware 3.04 geladen auf das Pult, habe abgedatet. Hier unten links kann ich, wenn ich meine Wing mit einem PC verbinde, auf zwei Verzeichnisse zugreifen. Das heißt, ich dock die Verzeichnisse quasi am PC an. Einmal das Wing Data Verzeichnis. Das Wing Data Verzeichnis, da liegen die ganzen Show-Files drin und die Snaps. Und das Wing OS Verzeichnis. Beim Wing OS Verzeichnis ist es so, dass da die aktuelle Firmware-Version drin liegt. Das heißt, wenn ich die Firmware updaten will, dann kann ich hier über dieses Wing OS Verzeichnis am PC einfach das neue Firmware-File da reinkopieren. Ganz wichtig an dieser Stelle, immer nach dem erfolgreichen Kopieren von dem Wing Firmware-File in dieses OS-Verzeichnis die Hardware am PC auswerfen. Sonst kann es euch passieren, dass ihr euch das komplette Verzeichnis oder die komplette Verzeichnisstruktur schrottet und dann bleibt die Wing dunkel. Also immer auswerfen, dann USB abziehen, dann die Wing neu starten und dann ist im Regelfall auch die Firmware abgedatet. Als nächstes kommt die Library. In der Library ist eben quasi alle Show-Files, alle Snap-Files, aber auch Snip-Files, Clips, FX-Saves, also wenn ich mir einen Effekt, die Parameter abspeichern möchte, und Channel-Parameter kann ich mir hier auch abspeichern. Das ist hier alles in dieser Library und ganz unten gibt es noch einen Utility-Button. Der ist aber nicht immer aktiv, sondern nur dann, wenn er auch verwendet werden kann, zum Beispiel bei Home, weil wenn ich jetzt da auf den Utility-Button klicke, dann könnte ich mir jetzt über den Utility diesen Kanal kopieren. Mit allen Einstellungen und so weiter kann ich mir den kopieren. Das gleiche finde ich hier oben auch bei Tools, würde er auch auf Utility springen. Und hier habe ich noch ein paar Settings für RTA zum Beispiel. Okay Leute, jetzt gibt es noch ein Menü, das ich euch noch zeigen will, nämlich wie man sich hier unten die Fader Page belegen kann. Dazu klickt man hier eben auf View, ich habe es vorhin schon angesprochen, und wenn man jetzt hier oben im Menü weiterspringt, nämlich auf Config, dann findet man hier unten eben diese 12 Fader, die man sich dann frei belegen kann. Und man kann die auf jedem Layer tauschen. Wichtig zu wissen, hier an der Seite haben wir jetzt die Layer. Normalerweise würde man jetzt natürlich bei User 1 und User 2 seine User Layer anlegen, indem ich hier mir einfach runterziehe, was ich gern auf den Fadern liegen hätte, welche Kanäle. Ich kann Busse drauflegen, ich kann die Eingangschannels drauflegen, ich kann die Mains drauflegen, ich kann aber auch Effektlängen, zum Beispiel Halllängen drauflegen, also Reverb Decays oder Reverb Times, und das kann ich auf jedem einzelnen Layer hier machen. Also ich könnte jetzt auch diesen Layer Channel 1 bis 12, der ist ja vorbelegt mit Channel 1 bis 12, aber ich kann den hier auch rausschmeißen und kann hier was anderes reinziehen. Das geht. Also die sind komplett frei definierbar. Ich mache wieder die neuen rein. Hier unten haben wir jetzt noch zwei Auswahlmöglichkeiten, entweder Kompakt oder Virtual. Kompakt belegt wirklich hier die physischen Channels, die physischen Fader Channels auf der Wing Kompakt. Virtual wiederum ist gedacht für eine virtuelle Oberfläche. Dann habe ich nämlich hier 16 virtuelle Kanäle, die ich dann belegen kann mit Input Channels, Bussen, Mains, DCAs und viele weitere. Und das jeweils auf 8 verschiedenen Layern. Und die kann ich mir sogar hier freihand beschriften. Also ich kann hier zum Beispiel sagen Layer 1, dann, ich könnte hier den nächsten benennen mit Layer 2, dann, und kann mir dann quasi hier meine eigenen virtuellen Layer belegen. So, das hat aber jetzt mit der Oberfläche vom Pult nichts zu tun. Das heißt, ich kann mir diese virtuellen Layer nicht hier runterlegen auf die Fader, sondern die sind wirklich nur virtuell in der Software. Das macht natürlich dann Sinn, wenn ich zum Beispiel eine Wing Rack besitze. Die hat ja keine echten Fader, sondern die hat ja nur virtuelle Fader. Und dann ist das natürlich cool. Dann kann ich mir hier meine eigenen individuellen Layer anlegen. Und was wir jetzt noch machen, wir testen mal, was passiert, wenn ich jetzt einen Snap von meiner Wing Full Size hier auf der Wing Kompakt lade. Gehe hier auf Library, USB und lade mir einen Snap. Den habe ich mir gestern Abend von meiner Wing Full Size gezogen. Ich mache also hier Load, Confirm. Jetzt passiert Folgendes, der Snap ist zwar vollständig geladen, aber hier unten in meiner Fader Bay wird mir jetzt nichts mehr angezeigt. Auf keinem Layer ist jetzt hier was gespeichert. So, es ist so, wenn ihr ein File von der Wing Full Size auf der Wing Kompakt ladet, dann müsst ihr danach diese Fader Layer neu belegen.
Das ist Fakt. Das liegt nämlich ganz einfach daran, dass das zwei unterschiedliche Stellen im Snap sind, wo das gespeichert wird. Einmal für die Wing Kompakt und einmal für die Wing Full Size. Das sind ja auch ganz unterschiedliche Federlayer. Das heißt, ich müsste jetzt hier, wie ich es euch eben gezeigt habe, wieder über den View-Button springen. Hier oben auf Config. Hier dann entsprechend auswählen, zum Beispiel Channels. Und dann kann ich mir ganz normal, hier seht ihr, wieder meine Channels reinziehen. Der Rest von dem Snap ist komplett im Pult geladen. Also die Funktion in der Software ist komplett geladen. Die könnt ihr sofort nutzen. Inputs, Outputs, Routing, alles ist drin. Nur eben die Fader Layer müssen neu belegt werden. Ja Leute, dann wären wir mal mit einem ganz kurzen Review über die neue Behringer Wing Compact durch. Ich persönlich finde sie ziemlich stylisch, ziemlich cool. Kompakt ist das richtige Wort hier. Es sind also wirklich die wesentlichen Sachen drauf, die man braucht. Aber wie man es von der Wing eben gewohnt ist, man ist damit auch mega flexibel. Man hat hier unten 16 Customized Buttons, die man sich wieder vorbelegen kann für alles, was man so braucht, wo man eben als FOHler Bedarf hat. Und ansonsten gibt das Pult alle Funktionen her, die auch eben die große Wing hergibt. In der nächsten Bastis Bassstunde mischen wir damit mal einen Song von der Biege auf. Das heißt, wir konfigurieren uns die Channels, wir konfigurieren uns die Sources, wir legen die Outputs fest, wir laden Effekte in die Effektslots und mischen dann einfach mal einen Song darüber. Und ja, da freue ich mich richtig drauf. Bis dahin, macht's gut, euer Basti.